Ein echtes Familiengefährt mit Stockbetten hinten, einem großen französischen Bett vorne, dem Bad rechts vorne. Ich muss zur Schande gestehen, ich habe gestern ein Schwestermodell gedreht mit gleichem Grundriss von Tabat, der ziemlich genau der gleiche war, der aber nicht silber war an der Seite. Also es gibt ganz viele Designunterschiede und der Knaus Tabat-Konzern, ich sag mal, muss man sagen, baut Wohnwagen made in Germany schon ewig. Und das hier ist ein richtiger Hingucker, ein Familienwohnwagen mit 4 echten großen Schlafplätzen. Ja, du hast es gesagt. Und ein richtig cooles Design. Das muss man auch an der Stelle sagen. Eine schwarze Kantenleiste, 17 Zoll Alufelgen, alles im Design gehalten. Ein wunderbar gelungenes Modell als Südwind, was ein richtig guter Wohnwagen ist, der Südwind. Das Design ist der Unterschied, denke ich mir. Das GFK-Dach macht nochmal einiges her. Das heißt auch entsprechend hagelresistent. Ja. Dann hast das Heck unglaublich modernes Design. Oder? Total automotiv, ja. Da siehst du ja hier nichts mehr überstehen, keine Tropfkante mehr. Das ist wie aus einem Guss ist das Ganze gemacht. Da sind die Fenster auch, die wurden speziell gefertigt. Ja, in aerodynamischer Form. Aber ich glaube, da kommt es auch darauf an, viele sagen, hey, wenn ich schon einen Wohnwagen hole, aber ich kann euch trösten, auch spätestens der wird in 10 Jahren wieder alt sein vom Design her. Das ist ja State of the Art heute im Jahr 2022. Ja. Aber du musst ja irgendwann mal sagen, ich kaufe mir einen Wohnwagen. Du kannst ja nicht warten, bis in 10 Jahren das Design wieder anders wird. Du kennst auch die Sportmodelle, die damals waren in Orange und so weiter. Ja, Todsünde heute, ne? Aber witzig, wenn du die heute siehst, das war damals total schick. Ja, es gibt so ein paar Sünden. Und das Lustige ist aber, in den 90er Jahren diese ganzen weißen Möbel, das kommt ja auch wieder. Ne? Das hat man vor 10 Jahren, hat man gesagt, boah, wer will denn weiße Möbel? Es ändert sich immer stetig alles und das zum Glück. Sag mal, wieso kaufen die Leute überhaupt neue Wohnwagen? Weil die Wohnwagen an sich halten ja ewig. Design, oder? Nee, es gibt ja ganz viele Gründe dafür. Du hast gesagt Design. Es gibt ja auch einfach mal eine Entscheidung, dass man sagt, ich möchte was Neues. Manchmal kauft man sich auch ein neues Sofa, obwohl es noch vielleicht 5 Jahre hält. Dann Lebensumstände. Bekommt man Kinder, fahren Kinder nicht mehr mit, wechselt einen Grundriss. Der Wohnwagen ist zu klein, Wohnwagen ist zu groß, Zugfahrzeug passt nicht mehr. Es gibt genügend Gründe. Es gab früher mal so eine Zeit, da gab es so diese Beplankungen hinten, die das so verbreitert haben, so optische Elemente, die das hier hinten so richtig fett gemacht haben. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Alles ist wieder reduziert, oder? Ja, das hat sich geändert. Ja, ich denke, das hängt da dran. Man sieht es auch bei den PKWs, auch da hat sich ein anderer Trend hingesetzt. Und so ändert sich alle paar Jahre auch der Geschmack. So 60 Jahre Knaus, das ist eine Special Edition hier. Ja. Ist der schön ausgestattet? Ja, das ist ein, wie du gesagt hast, 60 Jahre Modell. Das wird gebührend gefeiert und trotz der Nachfragesituation, dass es wenige Fahrzeuge gibt, die verfügbar sind. Ist das auch bei Wohnwagen so? Ja, hat Knaus dennoch eben die 60 Jahre gebührend gefeiert. Ein schönes Sondermodell gemacht mit vielen Ausstattungen drin zu einem tollen Preis. So, Südwind, 30.652 €. Der hat aber richtig viel Ausstattung. Was hat er zum Beispiel drin? Ja, die Außenlackierung in der Farbe, die 17 Zoll Felgen. Ja, und dann gehen wir mal rein und dann können wir mal noch eine ganze Liste durchgehen, was er an Ausstattungen hat. Ja, das Schöne ist, er ist sehr leicht, weil das ganze Fahrzeug komplett aus Carbon ist, richtig? Das ist leider nicht der Fall. Es ist hier Carbon-Optik mit drin, aber ich nehme das nochmal zurück. Also es ist kein Carbon-Fahrzeug, das ist so, aber es sieht sehr schick aus. ATC ist Serie mittlerweile eigentlich? Serie ist es nicht, es ist bei dem Sondermodell jetzt hier dabei. Die Waage ist mit eingebaut hier von der Gaskasse. Mach mal auf, bitte. Ja. Dass wir mal sehen, wie das Ganze gemacht ist. Die Pneumatik geht nach oben auf, sodass ich auch beim Fahrradträger vorne, wenn ich einen verbaue, mehr Platz habe. So, auf Wunsch auch Duo-Control. Ist das oft gefragt oder fahren die meisten doch im Sommer? Das schon, aber ich empfehle es jedem, der einen großen Kühlschrank im Fahrzeug hat. Ansonsten reicht die Stromleitung nicht aus, um den Kühlschrank während der Fahrt mit 12 Volt zu betreiben. Also sollte man mindestens eine Mono-Control reinmachen, um den Kühlschrank mit Gas zu betreiben. Und dann ist der Sprung zu Duo-Control so gering, dass man die eigentlich auch direkt reinmachen sollte. Ja, vielleicht für alle Leute, die es nicht wissen, man darf eine Gasanlage während der Fahrt nicht betreiben, wenn ein Crash-Sensor nicht verbaut ist. Richtig, genau, das ist die CS-Variante der Duo-Control.
Gibt es auch ab Werk auf Wunsch? Ja, ja. Mhm. Aber wie hier steht, ihr habt immer Lagerfahrzeuge, klär mich mal auf. Viele Leute bestellen ja auf der Messe genau ihr Fahrzeug, aber du hältst immer Lagerfahrzeuge vor, die dann von dir selbst abgedatet werden können. Das heißt zum Beispiel jetzt obendrauf Klimaanlage, ich zeige gerade mal, da draußen steht einer. Das ist auch der gleiche auch in Südwind? Nein. Doch, das hier ist der... Ja, du hast gute Augen. Das ist sogar der identische, der gerade abgeholt wird. Der hat nämlich eine Aufbau-Klimaanlage. Richtig, genau. Das wäre aber kein Problem, könnt ihr nachrüsten. Das machen wir, ja. Klimaanlage, Markise, Rangierantrieb, jegliche Sonderwünsche. Den Rangierantrieb sind wir schon am Aufladen, werden euch gleich mal zeigen. Also wenn ihr sowas nachrüsten möchtet. Ich selber habe auch einen Truma Mover XT, habe den sogar, der ist so stark, dass ich den auf einen 2 Tonnen Tabat Puccini angeschlossen habe mit Doppelachser. Ihr habt mich davor gewarnt, aber es ging trotzdem. Ich würde dich nochmal dafür warnen, aber du hast ja bewiesen, dass es funktioniert. Ja, es ist so, natürlich so der Wendekreis, 2 Kanäle bei 4 Kanal ist schlimmer, aber er hat den letzten Meter hochgeschoben. Das Ganze werden wir aber gleich in einem extra Video machen, werden hier dieses kleine Gefährt mal durch den Laden jagen. Wir gehen mal rein. Die Aufbautür, unglaublich breit, oder täuscht das jetzt wegen? Nein, das ist wirklich eine breite Aufbautüre, sehr angenehm beim Reingehen. Das merkst du sofort, wenn du da reingehst. Und eben auch noch ein Fenster drin. Macht auch noch viel aus, ob ein Fenster drin ist in der Türe. Vom Licht innen. Der Wagen ist jetzt ein bisschen dunkel, weil er steht an der Wand. Ansonsten wäre noch ein schöneres Wohngefühl drin, wenn wir reingehen. Staukasten-Klimaanlage ist eine Option, die oft genommen wird. Von außen sieht die Tür sehr schlicht aus, bricht überhaupt nicht vom Design, aber von innen hast du eine ganz tolle Aufbautür. Ja, das ist ein Designelement, Multifunktionstür. Hier kannst du auch noch Haken rausmachen, dass du hier eben noch was dranhängst. Und es sieht eben sehr automotiv aus. Das Wichtigste ist Das ist auch nicht doof, ne? Das ist auch gut. ist das Schirmfach, was nicht fehlen darf. Da ist es. Da kannst du einen Schirm reinmachen. Ja. Ich hoffe, ich habe dir nichts Neues erzählt. Nein. So, da vorne ist wahrscheinlich wie in den Zügen früher in den 60er Jahren, wenn ich mal rauchen will, der Hier ist Aschenbecher. ein Aschenbecher drin. Macht Spaß. So, Schutzboden, Optik hier mit drin, die Truma Gasheizung mit drin. Der Boiler ist hier schon drin. Hier ist ein 220 Volt Boiler, Truma Thermes hier drin. Ja, also das Ding, wenn man auf dem Campingplatz steht, eigentlich was jeder hat. Was übrigens, wenn man ihn ausmacht, das Ganze heiß hält über die Extremisolierung, die drauf ist. Also da ist so eine Dämmung drin, die das hält. Hier ist eine Besonderheit, das hier ist eigentlich ein Spielzimmer. Das heißt, du kannst, wenn du das mal kurz zeigst, hier unten das zurückbauen und kannst diesen Bereich tagsüber zum Transportieren von Fahrrädern verwenden. Und siehst du, ich hab bei dem bauidentischen Schwestermodell, zumindest mal innen, habe ich viel gelernt. Denn das ist Stauraum, den du richtig nutzen kannst, oder? Ja, wird auch häufig für Hunde genutzt. Ja. Das passiert auch häufig, dass so einen Grundriss jemand kauft, der 2 Hunde hat. Und dann wird hier unten drunter ein gemütliches Zuhause für die Hunde hergestellt. Wo Knaus sehr viel Wert legt, muss man auch sagen, ist das Thema Schlafkomfort. Die Matratzen, nee, da vorne einfach einhängen. Guck mal, siehst du die schwarzen Nuten? Ich bin manchmal ein... Nee, ich habe es ja erst gestern gemacht, muss ich dazu sagen. Und siehst du, jetzt geht's. Zack. Danke, Sven. Es ist so einfach. Aber wenn man weiß, wie es geht, das ist immer das Gleiche. Ihr habt so viele verschiedene, dass, ich sag mal, du selber, du bist ja eigentlich gar nicht mehr in der Präsentation groß. Seltener, ja. Seltener. Du bist hier in der Geschäftsführung mit drin. Genau. Du kümmerst dich um Dispo, Verfügbarkeit, Ankauf Gebrauchtfahrzeuge, Riesending. Personal ist ein großes Thema. Aber das ist auch mal eine kleine Auszeit jetzt für dich, oder? So ein bisschen. Das stimmt, ja. Und zu meiner Zeit war es immer noch ein gestecktes, ja. Und jetzt wird es geklickt. Hier vorne ist ein Lattenrost drunter. Zeig mal unter dem. Ja, ein richtiges Lattenrost. Das ist so gebaut, dass auch erwachsene Personen darin liegen können, denn die Breite sind 2 Meter. Das ist jetzt nicht nur für Kinder gedacht. Das heißt, wenn die Kinder klein sind, die ja zuverlässig wachsen, dann ist das jetzt kein Notbett, sondern da kann man richtig drin schlafen. Ja, im oberen Bereich vielleicht eher weniger, aus Gründen des Hochkommens oder auch wegen dem Gewicht zum Beladen
Aber hier ist auch mal bis 70 Kilo, das ist hier unproblematisch. Aber ich würde da jetzt auch nicht mehr hochklettern. Wir haben es gestern getestet mit 110 Kilo. Fällt, ja. Ist dynamische Last, wird abgeraten. Das heißt, du weißt, was ich meine. Aber das würde man wahrscheinlich etwas besser hier hinten machen. Da ist auch das Elternbett, was mit dabei ist. Aber schön ist, du hast Vorhänge, die man zuziehen kann, die einmal die Kinder natürlich vereinzeln. Das hast du da. Das heißt, abends, wenn die Kinder schlafen, kannst du hier zumachen. Feierabend. Tschüss, Kinder. Wiedersehen. Da ist der Kleiderschrank. Die Fernsehvorbereitung ist schon drin. Ja. Da können wir natürlich einen Fernseher dran machen, über eine SAT-Außendose oder über eine fix montierte SAT-Anlage, automatisch oder manuell. Du hast die Schwanenhälse. Guck mal, da sind noch sogar Vorbereitungen für ein Radio-Soundpaket. Da könnten wir hier eine richtige Soundanlage noch reinmachen. Schön ist hier der Tisch, das heißt, du musst nichts umbauen bei Personen, es kann alles so bleiben, aber hier könnte noch jemand schlafen. Genau, das können wir eben als 5. Schlafplatz machen. So, 60 Jahre Knaus, ich finde den ziemlich schick, muss ich sagen, oder? Ja, ist wirklich ein schickes Fahrzeug, ja. Gerade so wie es aktuell auch in der Möbelbranche modern ist. Die Maserung seitlich in einem Design von einer hellen Eiche mit Weiß kombiniert. Schon ein schickes Fahrzeug. So, eine große Spüle mit drin, 3 Flammen Kochfeld, große Auszüge. Der große Tedford ist mit eingebaut. Auch da mal bitte aufmachen, Stefan. Der läuft auch über Gas. Das ist eine Besonderheit. Die meisten mittlerweile sind ja entsprechende 3-Wege-Kühlschränke hier nicht, oder? Doch, auch. Doch, ein Gaskühlschrank, und ich würde es auch empfehlen, den über Gas laufen zu lassen. Super effektiv, wenn ich Strom habe und der kostet nichts. Also jetzt auf dem Campingplatz 230 Volt geht auch. Ja, natürlich. So, hier vorne. Die machen übrigens kälter, als man denkt. Wenn das nicht langt, also unten, dann macht man einfach hier die Klappe, kann man ausbauen, glaube ich. Die Klappe kann ich ausbauen, und wenn er mal nicht so kalt macht, wie er soll, wenn ich jetzt hier bei 40 Grad in Kroatien in der Sonne stehe zu der Seite, dann müsste man noch einen Kühlschrank-Ventilator nachrüsten. Aber das kennen schon viele. Irgendwo 150 €. Aber macht es noch mal effektiver. Ne? So, dann können wir uns hinsetzen. Das Gesicht zu Gesicht, im Angesicht des Todes. Ich habe die ganze James Bond-Serie jetzt geguckt auf dem neuen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Pay-TV, das würde gehen. Das heißt, du kannst ja hier einen Memory-Stick, diesen Prime-Stick anschließen, an den Fernseher. Du kannst auf Tablet gucken, machen immer mehr Leute. Immer mehr, ja. Tatsächlich wird immer mehr die Nutzung von Streaming-Diensten da auch auf dem Campingplatz genutzt. Hier empfehle ich aber nicht das WLAN auf dem Campingplatz dafür zu benutzen, sondern vielleicht eine eigene WLAN-Antenne zu installieren oder installieren zu lassen, eine Partnerkarte. Und dann kann ich eben auch im Urlaub meine Streaming-Dienste nutzen. Nur aufpassen, außerhalb der EU, in der Schweiz gibt es manche Tarife, da kann es nach Stunden schon richtig Geld kosten. Gut. Oder vor Ort eine eigene SIM-Karte noch. Der Kleiderschrank, gut, wir sind im Wohnwagen. Also liebe Wohnmobil-Fans, wenn ihr das hier guckt, die meisten, die tun sich das eh nicht an, weil sie sagen, mein Gott, so einen Kleiderschrank, den habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, seitdem ich Wohnmobil fahre. Aber das ist ja für Wohnwagenfahrer eher noch wenig. Hinten im Kinderbereich war ein Kleiderschrank. Dann hast du natürlich Sachen, da können auch Wohnmobil-Leute nur von träumen. Das ist ein Staukasten unterm Bett. Das gibt es eigentlich auch nicht. Das ist hier natürlich dem Umstand geschuldet, dass du hier ja nichts drunter hast. Umbauteile für die Sitzgruppe, der Wassertank und die Serviceklappe, wo wir die Stühle, den Tisch, alles drunter schieben können. Hat der jetzt einen City-Wasseranschluss? Oder? Der hat eine Gas-Außensteckdose, der Wagen. Das ist die Gasleitung, die hier verläuft. Und einen City-Wasseranschluss, den können wir nachrüsten. Das heißt, der ist dann fest am Wasser dran, am Campingplatz, und ich muss nicht mehr nachfüllen. Ja, wir können entweder das Ganze über einen Schwimmer machen, der automatisch nachfüllt, oder wir gehen direkt in die Wasserleitung rein über einen Stadtwasserregler. Den würde ich eher empfehlen. So, wenn ich mich umziehe, gibt es eine Besonderheit, denn du hast einen riesen Vorhang, den kannst du zumachen. Und da kann ich mich dann auch mal anziehen, umziehen, ohne dass mir irgendjemand drauf guckt. Beim Schlafen kann ich auch den Vorhang zumachen. Ja. Er ist nicht geräuschdämmend, muss ich sagen. Stefan, sag mal was. Ich höre dich nicht. Nee, gar nicht. Ich dich auch nicht. Also dafür ist er nicht gedacht, dass ja 2 Leute sich irgendwie aus dem Weg gehen können, wenn es zu laut ist. Aber man kann sich jetzt zum Beispiel die Zähne putzen oder egal was machen. Eine große Toilette, auf Wunsch auch. Ach, hier ist die Dusche verbaut. Hier ist einer verbaut, ja. Der Duschvorhang
die Duschbrause. Und die kann ich auch wiederum nutzen als Außendusche, wenn ich das Fenster aufmache. Das würde auch funktionieren. Das ist lang genug. Also für den Hund oder die... Es ist schon ziemlich toll, dass hier das Waschbecken getrennt ist. Also dass du hier draußen, einer kann mal aufs Klo gehen, kann hier ein etwas längeres Geschäft machen. Was ich auch toll finde, wenn du mal ganz kurz mal auflässt nochmal bitte, Stefan, dass du hier, wenn du jetzt zum Beispiel Kids abduschst und so weiter, so viel Platz hast, dass du die Tür offen stehen lassen kannst und die auch reinigen kannst. Mhm. Ja, ist ganz geräumig hier, ne? Wenn du mal reingehst bitte. Ja. Bis 1,85 Meter. Auch duschen ist ja kein Thema, oder? Nein, wäre möglich. Leute werden sparsam übrigens mit dem Wohnwagen, was das Wasser angeht. Schlafkomfort hier ist unerreicht, denn das Komfort-Schlafsystem mit großer Matratze, Lattenrost, das ist wie zu Hause, ne? Schlafen. Ja, natürlich sagen einige 1,40 Meter Bett ist mir zu klein, aber das funktioniert tadellos. Ich habe 1,30 Meter jetzt gehabt im Affinity. Auch tadellos. Ja. Also wenn du mal schläfst, klar. Wenn ich jetzt länger unterwegs bin, 1,40 Meter, aber ich kann ja auch als Erwachsener prima ausweichen. Ich kann auch mal hier schlafen hinten. Denn Breite hier 50, 60, was habe ich da? 60. 60 Zentimeter. Plus, minus. Also wir lassen das mal so. Aber die meisten Menschen vergessen ja, dass der Körper so geformt ist, dass man oben breiter ist als unten. Und wenn ich mich da hinlege, und das ist vollkommen genügend Platz, für das noch jemand nebendran liegt. Mhm. Absolut. Zumal ich gehört habe, einige haben sich lieb, deswegen heißt das hier auch französisches Bett. Genau. Und in Frankreich übrigens das meistverkaufte Bett. Absolut, wobei die mittlerweile auch schon mehr noch diese freistehenden Betten, diese Queensbetten noch mehr haben. Ja. Mhm. Mach mal oben so einen Schrank auf, bitte. Schöne Beschläge. Gut, das ist Made in Germany. Das ist schon ordentlich. Ungefähr Lebensdauer von so einem Wagen? Viel zu lange. Viel zu lange. Ist so, ihr habt also die jetzt rumfahren, da sind ja unendlich viele aus den 80er, 90er Jahren, die noch auf Campingplätzen rumfahren. Und von dem her 30, 40 Jahre. Also bitte fahrt die mal öfter gegen einen Baum oder so, damit der Stefan ein paar mehr verkaufen kann, denn diese Weinsberg-Wohnwagen leben einfach zu lange. Aber zum Glück kommt ja die Mode auch mal ins Spiel. Das heißt, Leute kaufen sich die eventuell mal, weil sie sagen, okay, Kirschholz ist nicht mehr so in. Ich hoffe, ja. Oder es riecht halt irgendwann mal ganz seltsam, ja, dann liegt es halt daran, dass die da irgendwie 5000 Tage drin gewohnt haben. Irgendwann ist das Polster halt mal durch. Ja, ja, aber die meisten Leute nutzen das zum Urlaub und ich glaube, wenn hier jemand jeden Tag drin wohnen würde und das Ganze 10 Jahre, dann wird er natürlich auch anders abgenutzt vom Boden, von allem, als wenn man jetzt im Jahr hier 6 Wochen Urlaub drin verbringt. Dafür ist er auch nicht gebaut, muss man sagen. Also es gibt ja Spezialversionen, die man anfordern kann, verstärkter Boden und was weiß ich alles. Das gibt es wirklich, oder? Ja, jetzt hier bei der Marke, bei Knaus nicht, aber es gibt Spezialmarken, die sich auf professionellen Bedarf konzentriert haben. Aber auch, er hält wirklich auch, wenn man das ganze Jahr drin wohnt, wenn man nicht gerade dauernd drin hüpft, ja. Das ist so. Was natürlich ganz anders ist natürlich hier, ich sag mal, diese Heben, diese, ich sag mal, Sachen hier, das ist Campingbereich, das muss ja auch alles leicht sein. Da kann es sein, natürlich nach 10 Jahren, dass da mal so ein Timer kaputt geht, oder? Da reicht ein Winter, wenn du es nicht richtig belüftest. Auch mir ist das schon passiert. Friert ein, oder? Friert ein, kaputt, ja. Kaputt. Aber es ist alles behebbar. Das heißt, das kann ich sogar als versierter Handwerker, kann ich sowas selber wechseln. Aber ihr habt eine Werkstatt? Ja, aber ein Wasserhahn kriegt man normalerweise noch selber gewechselt. So. Aber wir machen es natürlich. Ich kann zünden hier oder ich baue ein Feuerzeug? Nee, das brauchst du kein Feuerzeug, das zündet automatisch. Kein Gas. Okay, weil ich keinen Schalter sah. Das heißt, du drückst drauf wie früher bei der Oma. Ja, perfekt, ne? So, wir gehen raus. Fliegengitter. Ist hier Serie eigentlich bei dem? Ist bei dem Sondermodell Serie, ja. Serie. Mach mal zu, bitte. Ah, sehr schön. So, hier steht er. Der Ferrari unter den Wohnwagen. Bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken, einer der größten Wohnwagenhändler Deutschlands. Abgesehen davon, dass es natürlich noch viel größere Händler gibt, die 6, 7, 8 Läden nebeneinander haben. Aber auch ihr werdet in Kürze erweitern. Das heißt also, geplant ist zumindest mal vielleicht nächstes Jahr, wenn alles klappt, dass ihr auf die grüne Wiese zieht. Ja, wie du sagst, wir wollen uns vergrößern, wir wollen mehr Platz, wir wollen da mehr Service bieten können. Es wird ein spannendes Projekt. Da ist er. Knaus Südwind 540 FDK, die 60-Jahre-Version. Oh, der hat sogar einen City-Wasseranschluss. Schau mal. Hat er. Ja. Und ja, was wir ganz unterschlagen hatten, der Wagen hier hat ein Lithium-Paket. Das ist jetzt nicht
Serienausstattung des Sondermodells haben wir mitbestellt. Das heißt, er hat eine Lithiumbatterie, die wenig wiegt und auch die Spannung bis zum Ende hält. Ja, genau. Und hier kann ich auch einen Mover dann damit betreiben, einen Rangierantrieb. Und den Gasboiler, den haben wir eben noch ganz unterschlagen. Natürlich eine tolle Sache in Kombination mit der Dusche, dass ich den richtig Wohnwagen voll, oder? mit Lithiumbatterie und Gasboiler an einem See auch mal ohne Strom nutzen könnte. Jetzt So noch wie ein Solar Wohnmobil. drauf. Ja. Haben wir alles, was fehlt. Was ich toll finde, der ist jetzt relativ voll, hat trotzdem noch 450 Kilo Zuladung und eine Gesamtmasse von nur 1,8 Tonnen. Das heißt also, viele Zugfahrzeuge kommen bei dem noch in Frage. Ja, da kommen echt noch relativ viele in Frage. Ja. Ja, Wohnwagen Vogt in Saarbrücken, vielen Dank fürs Einschalten. Wir drehen heute Ende Juni 2022. Tschüss, Stefan.